Hallo und herzlich willkommen zur November-Ausgabe Fernnews aktuell im Jahr 2023. Heute geht es unter anderem um folgende Top-Themen. Epsilon an Unity Line. Wird die Fähre mit einem Jahr Verspätung nun endlich zur polnischen Reederei wechseln? Neues zur Verbindung Rostock-Nynäshamn. Wird die Route Anfang 2024 wieder aufgenommen? La Meridional bestellt Neubauten, wie CMA CGM die Flotte erneuert. Außerdem haben wir noch einige brandheiße Ankündigungen für euch, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Viking Cinderella wird umgeflaggt und umgeroutet. Ab März 2024 wird Viking Line ihre Viking Cinderella aus dem reinen Cruise-Service, also der vornehmlich touristischen Nutzung der Fährverbindung zwischen Stockholm und Mariehamn, abziehen, um sich stattdessen auf der Route Helsinki-Mariehamn-Stockholm in Dienst stellen zu können. In diesem Zusammenhang wird das Schiff umgeflaggt und daher ab März 2024 unter finnischer Flagge verkehren. Seit 2003 hat Viking Line mit der Viking Cinderella Kreuzfahrten zwischen Stockholm und Mariehamn durchgeführt. Für das Personal von Viking Reederei AB auf der Viking Cinderella wird der Flaggenwechsel keine Entlassungen zur Folge haben. Den Mitarbeitern der Viking Cinderella wird eine Weiterbeschäftigung auf dem Schiff nach der Umflaggung zu den Bedingungen des finnischen Tarifvertrags angeboten. Im Frühjahr 2024 wird im Rahmen eines Joint Ventures zwischen den Reedereien Viking Line und Gotlandsbolaget ein neuer Kreuzfahrtdienst mit Abfahrt von Stockholm eingerichtet. Damit haben die Mitarbeiter von Viking Reederei die Möglichkeit, ihr Interesse an einer Beschäftigung auf dem dann eingesetzten Schiff zu bekunden, das zuvor als Birka Stockholm verkehrte. Die Birka Stockholm wird unter schwedischer Flagge fahren und den schwedischen Tarifvertragsbedingungen unterworfen sein. Auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen Viking Line und Gotlandsbolaget wird Viking Reederei das Servicepersonal und Destination Gotland die nautische Besatzung auf dem gemeinsamen Schiff stellen. Epsilon an Unity Line. Die polnische Reederei Unity Line erhält mit der Epsilon aller Voraussicht nach eine neue Fähre. Der Charter der bisher für Irish Ferries zwischen Dublin und Holyhead sowie zwischen Dublin und Cherbourg verkehrenden Fähre endete mit der letzten Abfahrt am 11. November 2023. Das Schiff befindet sich im Besitz der Euro-Africa Shipping Lines. Diese stellt einen Teil der Tonnage der staatlichen polnischen Fährreederei Unity Line und besaß früher ebenfalls Anteile an der Reederei. Mittlerweile ist diese jedoch vollständig im Besitz des polnischen Staates. Die Epsilon wird nun jedoch vermutlich zu den bereits für Unity Line verkehrenden Fähren Galileus, Copernicus und Jan Śniadecki stoßen. Die Euro-Africa Shipping Lines erwarb das Schiff im letzten Jahr mit dem Plan, es bereits Ende 2022 für Unity Line in Fahrt zu bringen. Nun scheint der Plan endgültig Realität zu werden. Die 2011 als Catur Epsilon für Caronte et Tourist gebaute heutige Epsilon ist 186,5 Meter lang, 25,6 Meter breit und bietet Platz für bis zu 400 Passagiere und Fracht auf 2860 Lademetern. Welche der beiden Unity Line Routen die Epsilon bedienen soll, ist noch unklar. Unity Line betreibt mit insgesamt 7 Schiffen die Routen zwischen Świnoujście und Istad sowie zwischen Świnoujście und Trelleborje. Erster Neubau für Unity Line vom Stapel gelaufen. Bleiben wir noch kurz bei Unity Line. Anfang November ist der erste von insgesamt 3 Neubauten für die polnischen Reedereien Unity Line und Polferries vom Stapel gelaufen. 2 Fähren sind für Unity Line bestimmt, eine für Polferries, wobei die nun vom Stapel gelaufene Fähre eine der beiden für Unity Line vorgesehenen Fähren ist. Die auf der Remontowa-Werft in Gdansk entstehenden Schiffe werden mit 4 LNG-Dual-Fuel-Motoren und einem Batteriepaket ausgestattet sein und eine Geschwindigkeit von 19 Knoten erreichen. Die Fähren werden 195,6 Meter lang, 32,2 Meter breit und bieten auf 4100 Lademetern Platz für Fracht. Außerdem können bis zu 400 Passagiere befördert werden. Das erste Schiff soll 2025 fertiggestellt werden. Keine Verbindung Rostock-Nynäshamn in 2024. Im Dezember 2022 haben wir im Rahmen von Fernnews aktuell darüber berichtet, dass Hansa Destinations ihren Betrieb auf der Route zwischen Rostock und Nynäshamn Anfang Januar 2023 einstellen wird. Damals äußerte sich Hansa Destinations durchaus gewillt, eine Fortführung des Routenbetriebs ab 2024 anzustreben. Daraus wird nun jedoch nichts. Wie die schwedische Zeitung Hela Gotland berichtet, wird Destination Gotland, die Muttergesellschaft von Hansa Destinations, die Strecke zwischen Deutschland und Schweden auch 2024 nicht wieder aufnehmen. Viele Preise im Fern.net Adventskalender zu gewinnen. Unser Partner Fern.net veranstaltet ab dem 1. Dezember 2023 einen Adventskalender.
Dabei müsst ihr auf der Website von fern.net einfache Fragen zum Sponsor des Tages beantworten. Anschließend tragt ihr euren Namen und eure E-Mail-Adresse ein und landet im Lostopf. Der Gewinner wird dann vom System ausgelost. Doch die wichtigste Frage, was könnt ihr eigentlich gewinnen? Neben Sachpreisen in Form von Merchandise-Artikeln der Reedereien gibt es auch Reisegutscheine zu gewinnen. Das absolute Highlight ist jedoch der Hauptpreis. Hier geht es auf eine Mini-Kreuzfahrt zwischen Kiel und Göteborg mit Stena Line. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass die Route sich wirklich lohnt. Also macht gerne fleißig mit beim Adventskalender. Am Gewinnspiel teilnehmen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und seinen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz hat. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr in der Videobeschreibung. Veranstalter des Adventskalenders und des Gewinnspiels ist fern.net. Öresundslinien bietet Ladesäulen für Elektroautos an Bord. Öresundslinien bietet als erste Reederei weltweit auf ihren beiden batteriebetriebenen Fähren Tycho Brahe und Aurora Besitzern von Elektroautos die Möglichkeit, ihr Auto auf einer Batteriefähre schnell und vollständig mit grünem Strom aufzutanken. Auf der 20-minütigen Fahrt über den Öresund zwischen Helsingør in Dänemark und dem schwedischen Helsingborg können Elektroautos so einen Reichweitengewinn von bis zu 250 Kilometern erreichen. Da der Anteil der Elektroautos ständig zunehme, hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, diesen Service anzubieten, der gleich mehrere Vorteile miteinander verbindet. So erklärt Christian Dürhüs, CEO von Molslinien, zu der Öresundslinien seit einem Jahr gehört, dass das Ladegerät so leistungsstark sei, dass der Besitzer eines Elektroautos eine ganze Stunde sparen könne, wenn er 20 Minuten auf der Fähre verbringe. Neben der kürzeren Ladezeit würden auch die Fahrzeit und die Kilometer über die Öresundbrücke gespart. Zusätzlich müsse man keine Zeit mit der Suche nach einer Ladestation verbringen, die vielleicht schon von jemand anders besetzt sein könnte, sondern stattdessen eine Pause an Bord genießen, führt er fort. In die Batterien der beiden Fähren Tycho Brahe und Aurora fließt ausschließlich grüner Strom aus erneuerbaren Quellen mit der höchsten Klassifizierung. Jetzt geht Öresundslinien den nächsten Schritt in der grünen Transformation und lässt den Strom in Autobatterien fließen. Das Aufladen auf der Fähre spart zudem wertvolle Reisezeit. Auf den Elektrofähren Aurora und Tycho Brahe sind jeweils 4 Ladegeräte installiert, die bei jeder Abfahrt 8 Elektroautos eine gleichzeitige Lademöglichkeit bieten. So können jährlich bis zu 260.000 Elektroautos auf der Route über den Öresund aufgeladen werden. Die Buchung eines Platzes für ein Elektroauto auf den beiden Fähren ist kostenlos, lediglich ein normales Fährticket ist zu buchen. Die Reisenden zahlen so nur für den Stromverbrauch während der Fährfahrt. Die Kosten pro Kilowattstunde betragen dabei 6,75 schwedische Kronen bzw. 4,55 dänische Kronen, was umgerechnet ca. 60 Cent entspricht. Fjordline beendet Dienst auf Sandefjord Strømstad vorzeitig. Die Oslofjord der norwegischen Fjordline AS hat ihre letzte Überfahrt zwischen Sandefjord und Strømstad am 24. Oktober 2023 und damit früher als erwartet absolviert. Der Grund für das frühzeitige Ende der Verbindung waren die erfolgreichen Ausverkaufsfahrten, bei denen sich die restlichen Lagerbestände in den Shops schneller verkauft haben als angedacht. Wie wir bereits in der September-Ausgabe Fernnews aktuell berichtet haben, wird die Oslofjord nun aller Voraussicht nach verkauft. An wen ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt. Stena Forwarder nimmt Dienst auf. Anfang November hat die Stena Forwarder ihren neuen Chartereinsatz für Stena Line Irish Sea im Dienst zwischen Birkenhead und Belfast angetreten. Bei der Stena Forwarder handelt es sich um die ehemalige Friesenborg, die Stena Roro von Sistema di Navigazione für 37 Millionen US-Dollar gekauft hat. Fernnews sucht die beliebteste Fährreederei 2023. Auch in diesem Jahr suchen wir im Rahmen des Fernnews Community Awards wieder eure beliebteste Fährreederei des vergangenen Jahres. Kann Stena Line ihren Titel verteidigen oder wird es eine neue Nummer 1 geben? Erstmalig sind nun 64 Reedereien aus der ganzen Welt im Wettbewerb. Anders als im letzten Jahr wird der Wettbewerb dieses Mal auf unserem Instagram-Account stattfinden. Im Rahmen von Stories habt ihr dann die Möglichkeit, eure beliebtere aus 2 Reedereien auszuwählen und diese somit eine Runde weiter zu voten. In insgesamt 6 Runden mit 63 Begegnungen bestimmt ihr eure beliebteste Fährreederei. Und auch bei uns könnt ihr selbst dabei etwas gewinnen. Wir werden auf Instagram noch einmal einen Beitrag mit allen Details zum Fernnews Community Award veröffentlichen. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann folgt uns auf Instagram, liked den Beitrag und schreibt einen Kommentar, in dem ihr eure favorisierte Reederei markiert. Schon seid ihr im Lostopf. Zu gewinnen gibt es ein Fernnews Überraschungspaket, mehr sagen wir dazu aber noch nicht. Am Gewinnspiel kann teilnehmen, wer mindestens 18 Jahre alt ist und seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Abstimmen darf jedoch jeder, der einen Instagram-Account hat. Die genauen Gewinnspielbedingungen findet ihr aber auch noch einmal in der Videobeschreibung. Norway an Irish Ferries verschartert. P&O Ferries hat die Verscharterung ihrer Fähre Norway an Irish Ferries bestätigt.
Der Charter hat zunächst eine Laufzeit von 6 Monaten mit der Möglichkeit einer anschließenden längeren Verscharterung. Die Besatzung der Norway wird während des Charters weiterhin auf dem Schiff beschäftigt sein. Owen Barry, Direktor für den Seeverkehrsbetrieb bei P&O, sagte, dass die Norway nach dem Charter entweder weiterhin bei Irish Ferries betrieben werden kann, sie wieder in die Flotte von P&O Ferries integriert werden könne, was dem Unternehmen große Flexibilität auf anderen Routen bieten würde, oder angesichts der hohen Marktnachfrage nach diesem Schiffstyp andere Charteroptionen in Betracht gezogen werden würden. Dies bietet nicht nur eine dauerhafte Beschäftigung für die Besatzung des Schiffes, sondern auch gute Möglichkeiten für zusätzliche Einnahmen innerhalb des Unternehmens. Bislang war die Norway eines von 2 Schiffen, die auf der Strecke Liverpool-Dublin von P&O Ferries eingesetzt wurden. P&O Ferries betreibt die Strecke bis zum Ende des Jahres nun nur noch mit einem Schiff. Ende des Jahres wird die Strecke aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Liegeplätzen im Hafen von Liverpool eingestellt. Irish Ferries wird das Schiff zwischen Dublin und Holyhead einsetzen. Patria Seaways in Algeciras angekommen. Die DFDS-Fähre Patria Seaways ist wie geplant am 11. November 2023 im Hafen von Algeciras eingetroffen. Dort soll die 32 Jahre alte Dame einer Inspektion unterzogen werden, bevor sie für die kürzlich von DFDS erworbene FRS-Route zwischen Algeciras und Tangamed in Dienst geht. Die 1991 gebaute Patria Seaways verfügt über eine Kapazität von 243 Passagieren und bietet auf 1710 Lademetern Platz für Fracht. Sie hat eine Höchstgeschwindigkeit von 17 Knoten. La Méridionale bestellt Neubauten. Wie wir bereits in der Juni-Ausgabe Fairnews aktuell berichteten, hat die CMA-CGM-Gruppe Mitte des Jahres die französische Reederei La Méridionale übernommen. Im Zuge der Übernahme wurde bereits der Bau von neuen Fähren für den Korsika-Dienst angekündigt. Nun geht CMA-CGM einen Schritt weiter und gibt erstmals Details zum Neubau bekannt. Die beiden Neubauten werden 180 Meter lang und 30,8 Meter breit sein. Sie bieten Platz für jeweils bis zu 1000 Passagieren sowie auf 2000 Lademetern Raum für rollende Ladung wie Pkw, Wohnmobile oder Lkw. Insgesamt verfügen die beiden Neubauten jeweils über 264 Kabinen in 7 Ausstattungskategorien. 21 Kabinen werden als Suiten mit Balkon ausgestattet sein. CMA-CGM investiert 400 Millionen Euro in die auf der chinesischen Werft CMI Jingling Weihai entstehenden Fähren. Auf der gleichen Werft wurden bereits Neubauten für DFDS, Finnline, Grimaldi, Stena Line und TT Line gebaut. Die Neubauten werden jeweils von 2 Motoren mit einer Gesamtleistung von 21.000 kW angetrieben. Die Motoren sind multikraftstofffähig und werden in erster Linie mit dem konventionellen LNG betrieben werden. Aber auch alternative Kraftstoffe wie Biogas und synthetisches Methanol können in Zukunft eingesetzt werden. Ein Batteriepaket mit einer Kapazität von 13 Megawattstunden sorgt für einen emissionsfreien Betrieb im Hafen, was insbesondere im Hafen von Korsika aufgrund des Mangels an Landstromlösungen nützlich ist. Abgeliefert werden sollen beide Neubauten im ersten Quartal 2027 und werden dann unter französischer Flagge in das Routennetz von La Méridionale zur Insel Korsika integriert werden. Der von La Méridionale veröffentlichte Entwurf kommt dem 2013 von der SNCM abgebrochenen Projekt sehr nahe. Damals sollte die staatliche Fährgesellschaft bei der STX-Werft in Saint-Nazaire ein 180 Meter langes LNG-betriebenes Ropax mit einem von Sterling Design international entworfenen Äußeren bestellen. Strategische Veränderungen bei Adria Ferries. Wie in der letzten Folge Fairnews aktuell berichtet, hat die italienische Reederei Adria Ferries die Fähre Cruz Esmeralda erworben. Die in AF Mia umbenannte Ropax-Fähre wurde in die kroatische Lenac-Werft verlegt, um das Schiff technisch zu verbessern und es mit dem Reedereifahren zu versehen. Laut Alberto Rossi, dem Geschäftsführer von Adria Ferries, wird die AF Mia voraussichtlich Ende November oder Anfang Dezember ihren Dienst zwischen Ancona und Durrës in Albanien aufnehmen. Die AF Mia wird die in die Jahre gekommene AF Francesca ersetzen, die dann zum Verkauf ausgeschrieben wird, was eine Verschrottung wahrscheinlich macht. Das dritte Schiff in der Flotte von Adria Ferries, die AF Claudia, soll laut Rossi verchartert werden. Zuvor war die AF Claudia auf den Routen Ancona Durrës und Bari Durrës im Einsatz. Entwicklungen bei Attica Gruppe und Anne Kleins.
Der Verwaltungsrat der Attica Group hat in einer Sitzung am Montag, den 23. Oktober 2023, den Plan zur Übernahme der Anne-Kleins genehmigt. Die Anne-Kleins Aktionäre erhalten für ihre Aktien unter Berücksichtigung eines bestimmten Schlüssels Aktien der Attica Group. Bei den derzeitigen Attica-Aktionären, welche vor der Übernahme der Anne-Kleins eine gewisse Anzahl von Aktien besaßen, gibt es keine Änderungen. Die Attica Group wird die Schiffe Blue Galaxy und Blue Horizon an Anne-Kleins übergeben. Die Blue Galaxy wird im Dezember einen neuen Namen erhalten und gemeinsam mit Elyros auf der Relation Piräus-Chania verkehren. Die Blue Horizon wird mit ihrem neuen Namen Lefkaori die Route von Piräus nach Heraklion bedienen. Die Blue Horizon liegt zur Anbringung ihres neuen Anstrichs und der Umbenennung zurzeit hierfür in Perama. Auf diversen griechischen Nachrichtenportalen sind bereits Fotos der ganz in weiß erstrahlenden Lefkaori zu finden. Der Name Lefkaori war bereits einmal ein Name eines Anne-Kleins-Schiffes, nämlich bei dem Schwesternschiff der Blue Galaxy, der heutigen Kydon. Außerdem wird die Attica Group 31,3 Millionen Euro für die Modernisierung der Anne-Kleins-Schiffe investieren. Konkret werden 20 Millionen Euro für die Installation von Abgasreinigungsanlagen auf 2 Schiffen der Anne-Kleins bereitgestellt, während weitere 11,3 Millionen Euro für die Modernisierung der Flotte aufgewendet werden sollen. Die Attica Group schätzt, dass das Unternehmen durch die Umberüstung der beiden Schiffe auf Scruba 9,5 Millionen Euro einsparen wird. Durch den Zusammenschluss der Attica Group und der Anne-Kleins entsteht die zweitgrößte Fährgesellschaft in Europa, gemessen an der Passagierkapazität. Die Marke Anne-Kleins wird auch unter dem Dach Attica Group weiterhin bestehen bleiben. Eine besondere Ankündigung. Den Abschluss wollen wir für eine ganz besondere Ankündigung nutzen. Mit der Veröffentlichung dieses Videos geht unser eigener Fairshop online. Hier könnt ihr sowohl Merchandise im Fairnews-Design erwerben, als auch in Zukunft Produkte mit Silhouetten von Fähren bekannter Reedereien. Hier ist jedoch stets eine Freigabe der Reedereien erforderlich, sodass wir zum Zeitpunkt der Produktion dieses Videos noch nicht sicher sagen können, wann die Designs online kommen. Zum Start des Shops erhaltet ihr in den ersten 2 Wochen 15% Rabatt auf alle Artikel. Schnell sein lohnt sich also. Zu finden ist der Shop unter www.fairshop.de. Wenn ihr Ideen für neue Designs habt, eure eigenen Designs in unserem Shop sehen wollt oder ihr einfach noch Verbesserungsvorschläge habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion hier auf YouTube oder schreibt uns eine Mail an info@fairshop.de. Das war es nun aber mit der November-Ausgabe Fairnews aktuell in 2023. Hat dir die Ausgabe gefallen? Dann lasst gerne ein Like da. Wenn du sonst Anmerkungen oder Wünsche hast, schreibe uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn du noch nicht genug Fairnews hast, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fairnews aktuell empfehlen. Darin ging es unter anderem um die Havarie der Marco Polo, das Ende einer erst kürzlich eröffneten Route bei Stena Line und einen Unfall auf der Eckerö. Schaut auch gerne dort rein und bis bald!